Please be seated. Assalamu alaikum warahmatullah. Tilawat Quran Kareem Muhammad Amin Khaled. Wir fangen an mit einer Rezension von einigen Versen aus dem Heiligen Koran, zuerst im arabischen Original und dann in deutscher Übersetzung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Translation by Tahir Archive. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan dem Verworfenen, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wer hat den Himmel und Erde geschaffen und wer sendet Wasser für euch vom Himmel nieder, durch das wir Gärten in Schönheit prangend sprießen lassen? Ihr vermöchtet nicht, ihre Bäume sprießen zu lassen. Ist wohl ein Gott neben Allah? Nein, sie sind ein Volk, das Götter neben Gott stellt. Wer hat denn die Erde zu einer Ruhestadt gemacht und Flüsse durch ihre Mitte geführt und feste Berge auf ihr errichtet und eine Schranke zwischen die beiden Meere gesetzt? Ist wohl ein Gott neben Allah? Nein, die meisten von ihnen wissen es nicht. Wer antwortet denn dem Bedrängten, wenn er ihn anruft und nimmt das Übel hinweg und macht euch zu Nachfolgern auf Erden? Ist wohl ein Gott neben Allah? Gering ist, wessen ihr gedenkt. Now a group of young angry girls will begin the poem. Eine Gruppe von jungen Ahmadi-Mädchen wird jetzt ein Gedicht vortragen.
den Mann? Kennt ihr den Mann, der das Kreuz zerbrach, der die Finsternis nahm und wie Jesus kam? Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann, der tötete das Schwein? Er war ein Freund Allahs und ein Diener des Namas. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Er war der Prinz des Friedens. Er war der Stern des Südens. Er leuchtete die Welt, hat Islam neu erhellt. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Licht des weißen Minaret, der den Dajjal besiegte und den Krieg bekriegte. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Den Sohn Mohammeds, er war Prophet unserer Zeit, Herr der Gerechtigkeit. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Er war der Prinz des Friedens. Er war der Stern des Südens. Er leuchtete die Welt, hat Islam neu erhellt. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Zu dem Allah sprach, dessen Gebet er hört, dessen Wort sein Schwert. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Mut in finsterer Nacht, der den Weg uns hat, sich in Liebe verneigt. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Er war der Prinz des Friedens. Er war der Stern des Südens. Er leuchtete die Welt, hat Islam neu erhellt. Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Kennt ihr den Mann? Jazakumullah, thank you. Vielen Dank. This one. This one is for television. Wenn der Rest der Fragen noch gereicht werden könnte. There are 5 guests today here. Es sind 5 Gäste da oben. Ask those 5 guests if they have any questions to ask. They are here. Correct. Well, there's a first question. Ich bitte diejenigen, deren Frage ich vorlese, kurz aufzustehen, damit der Kalif weiß, wer die Frage gestellt hat und damit auch das Fernsehen das entsprechend aufnehmen kann. Now he asked one question, there are actually many questions by the same person. Die Frage lautet, wie ist Find out if there is any person really there who asked this question. Wie ist die Organisation der Ahmadis aufgebaut? Wie erlangt der einzelne Vertreter oder Anführer ihre Position, zum Beispiel durch Erbfolge oder basisdemokratisch? So the first question has 2 parts. It is how the organization of Ahmadis is built up and how the office bearers get their position by heritage or by basis democratical way. Who asked this question? Indeed. Should we face to this television? Yes. You asked this question? Yes. Now this question has been repeatedly answered by me during this tour as well, and also during previous tours. The Ahmadi organization is basically democratic in nature. It is very similar to democracy in practice. It's not ideal democracy. It is ideal democracy, but the only place where you find it in practice. Right from the root, that is from the beginning of the Jamaat at small villages and places. From the roots, we train them to be democratic. We train Ahmadis to elect their own office bearers. And they elect them according to their best knowledge of their qualities. No partisan spirit is permitted. No parties divide Jamaat or Jamaats into 2. So everybody is just one Jamaat. People stand up and propose some name. No one
is permitted to propose his own name. No propaganda is permitted. So that is why I said, if you have to see democracy is working ideally anywhere in the world, it is in Jamaat Ahmadiyya. So they propose and people think of who would be the best person and vote for him. That is the first tier at grassroots level. Then higher and higher tiers are created out of these people. The elected ones sit together from different villages and choose the regional office bearers. The regionals get together and choose their next higher tier of greater regions, and so on and so forth, until you reach the national level. And once a year or once in a few years, the national Amir, that is, who governs the Jamaat in that country, is also elected. So also the office of Caliph is an elected office. People grow from grassroots up to a level where they represent the entire world. And those are the people who choose the Caliph when a Caliph dies. Der Kalif sagt, diese Frage ist auch gestellt worden, gerade auch auf dieser Reise des Kalifen hier durch Ostdeutschland. Wir, Ahmadis, sagt er, haben das einzige wirklich das Ideal von Demokratie, von Basisdemokratie erfüllt, indem es bei uns so ist, dass keine Parteien existieren in unserer Gemeinde, die etwa die Gemeinde zerteilen würden oder Streitigkeiten hervorrufen würden, sondern es ist so, dass von den kleinen Dörfern angefangen bis in alle anderen Regionen die Mitglieder unserer Gemeinde trainiert werden darin, dass sie ihre Anführer, wenn sie so wollen, oder diejenigen, die bestimmte Funktionen haben innerhalb der Gemeinschaft, von der Graswurzelebene aus wählen. Nachdem diese Menschen gewählt worden sind, nur aufgrund der Tatsache, dass eben ihr Name vorgeschlagen worden ist, dann kann die Gemeinde diesen Leuten dann zustimmen, beziehungsweise eine andere Person ist vorgeschlagen, dann wird also entsprechend gewählt. Und das, was bei dieser Wahl dann geschieht, dass jemand ein Amt bekommt, wächst dann weiter auf die nächsthöhere Ebene. Das heißt, dass von der lokalen Ebene aus dann in eine regionale Ebene hinein diejenigen, die von der lokalen Ebene ausgewählt worden sind, in der regionalen Ebene diejenigen wählen, die dort die Funktionen tragen, bis dann diejenigen, die in diesen regionalen Ebenen sind, in größeren Bereichen, bis hin zum nationalen Bereich, die jeweiligen Menschen wählen, die die Aufgaben in der Gemeinde ausführen. Und der Amir, das heißt derjenige, der für die gesamte Gemeinde in einem Land verantwortlich ist, er wird entweder einmaljährlich oder innerhalb von einigen Jahren auch auf diese Art und Weise gewählt. Und der Kalif wird ebenfalls so gewählt, und zwar von einem Wahlgremium, das sich zusammenfindet nach dem Tode eines Kalifen unmittelbar danach und dann ebenfalls innerhalb kürzester Zeit zu einer Treueabstimmung kommt, wobei dann der nächste Kalif gewählt wird. Next question is from the same person. Ich lese erstmal vor. Inwieweit distanzieren Sie sich von den radikal-islamischen Gruppen? The question is how far you are keeping aloof, or how you say we don't want to have to do anything with these radical Islamic groups. We have nothing to do with radical groups, nothing whatsoever. Mit radikalen Gruppen haben wir nichts zu tun, überhaupt nichts. Next question. Wie sieht es im Punkt Ihrer beschriebenen Toleranz im Islam aus bei Ihnen mit der Akzeptanz anderer Meinungen? Ist es bei Ihnen möglich, dass zum Beispiel ein Ahmadi ein Nicht-Ahmadi heiratet? Wenn nein, warum nicht? Und inwieweit sind Verbindungen zwischen Ahmadis und anderen Muslimen möglich? That is a question which has actually three parts. It said how far you are keeping tolerance
In Islam it is said there's a tolerant basic way of dealing with people, but how it is within your Jamaat by accepting other opinions in the Jamaat, then secondly it is possible that an Ahmadi is marrying a non-Ahmadi. If not, why not? And thirdly, how far there are connections between Ahmadis and other Muslims possible. The first part means that... But who asked this question? The same person. Why are you interested in marrying Ahmadis or Ahmadis marrying you? I know there are some examples. It's not myself, but I know some other people. So I want only to know about this. Die Frage des Geliebten war, warum möchten Sie gerade wissen, wie das mit der Heirat zwischen Ahmadis und Nicht-Ahmadis aussieht? Und es wird geantwortet, das ist nicht meine persönliche Geschichte, sondern ich habe von anderen darüber gehört, möchte jetzt gerne exaktes wissen. No, tell me in English. The first point is how it is with tolerance in Islam. Are you accepting other opinions within your community? Yes. In Islam, there is tolerance for anything which is said against something with reason and not with prejudice. So we entertain all views. Not only do we entertain, but all sorts of views are discussed in our Majalis Shura. We also have a sort of House of Parliament at every level, regional level as well as the national level, and then at the central level. Any proposals are sent to that house and people stand up and discuss the pros and cons freely. And when they come to the decision, that decision is then sent to the Caliph or the head of the region, if it is a regional matter, for final decision. So it's a safety plug. If every decision of the majority is accepted without sifting it, then things can go out of hand completely. And mischief mongers can sow seeds of disruption among people. So there has to be a check about, because the head of the country, the Amir, is elected, and as such he wins the confidence of the entire country. So if he thinks that in the parliament some matters are discussed which are not proper for the country, he can rule them out. And as such it remains democratic, because all the people of the country agree with the Amir and disagree with their own parliament. So it so happens that it continues to be democratic despite apparently it may not appear to be democratic. So this thing goes up to the Caliph. He can rule out any decision which a group of advisors make and present to him. Now, people outside do not understand it to be true democracy, but we understand it to be not only true democracy, but in practice it is the best thing which democracy can achieve. There has to be a check in democracy, on democracy. That check has to be non-partisan. It should not belong to any party. So because in Ahmadiyyat there is a non-partisan system, there is no party at all at any level. So the head of the community becomes a representative of all the Ahmadis of the world. That is why whenever, and it happens very seldom, very rarely, but whenever he takes a decision against the parliament, so-called parliament, all the parliament accepts that and all the world accepts that. The world would not hear of any parliamentary decision against the Caliph to go as accepted, to be passed as accepted. So this system not only works, but it works perfectly all over the world. Nowhere has it created any disruption whatsoever. You answer the marriage part later on, please.
Wir akzeptieren innerhalb der Gemeinde alle Meinungen, solange sie auf Vernunft gegründet sind und nicht irgendwelche Vorurteile wiedergeben. Von daher gesehen ist es so, dass dieses demokratische Prinzip sich auch dadurch ausdrückt, dass die Regionen oder auch die Nation oder auch auf zentraler, internationaler Ebene sogenannte Shuras existieren, das heißt sind eine Art Parlament oder beratende Versammlungen und dieses Parlament diskutiert die verschiedenen Fragen freimütig für oder gegen und legt dann das Ergebnis dem Leiter der Versammlung vor. Der Amir eines Landes, also der Leiter eines Landes, hat die Möglichkeit, eine Abstimmung eines Parlaments zu überstimmen, also zu sagen, dass er die Position nicht akzeptiert. Das erscheint vielleicht ihm möglicherweise als undemokratisch, ist aber im Prinzip völlig demokratisch, weil nämlich der Amir eine größere Sichtweite hat, was die nationalen Belange betrifft. Weil er das vollkommene Vertrauen des Landes genießt und wenn ein Amir entsprechend eine ihm vorgeschlagene Sache ablehnt, dann stellt sich das Land einmütig hinter ihm. Es hat es nicht gegeben, dass dann eine Art Widerstand gegeben hätte, denn der Amir ist unparteiisch. Wir haben keine Parteien in unserer Gemeinde. Was jetzt die internationale Versammlung, die zentrale Versammlung betrifft, ist es ebenfalls so, dass dort alles diskutiert werden kann, aber der Kalif hat das Recht, die Abstimmung dieses Parlaments zu überstimmen und dann wird es auch so sein, dass die ganze Welt einmütig hinter dem Kalifen steht, weil es ein spezielles und ganz klares Vertrauensverhältnis zwischen dem Kalif und der Gemeinde gibt, was Ihnen vielleicht nicht ganz demokratisch erscheinen mag, was aber im Prinzip eben völlig ist. Ausgeschaltet werden sollen dadurch zum Beispiel irgendwelche Leute, die Unruhe stiften, die bewusst provozieren, die bewusst Schwierigkeiten machen wollen. Von daher gesehen ist also die Grundlage, dass jede Meinung akzeptiert wird, solange sie auf Vernunft gegründet ist und nicht eine Art Aggression darstellt. Now you have asked me a few questions, haven't you? Can I ask you a few questions? Yes. Where do you belong? To this city? I belong to the city, but I come from Hanover, but I'm a student at the university. Yes, you come from Hannover. Hanover, right. And who introduced you to Ahmadiyyat for the first time? First time, a good friend, he was Ahmadi. He was His name? His name is Abdul Shakur. He's living near Hanover. Right. And I was meeting sometimes. Have you come here from Hannover all the way? He or me? He. You are here, of course, I can see you. I'm studying here, but he is still living near Hanover. Right. Now, who gave you the idea of these questions? Was anybody here who knew you and who approached you and suggested to you, you better ask these questions? No, there was no one. I was only interested myself in this because I've get answers. I've given this person to some Ahmadis and I've got some different answers, so I want to know from their head. Exactly, I understand this, but this is the reason why I'm asking. You seem to be quite knowledgeable in some things. You must have been asking questions and somebody must have been answering them. And that is why you collected quite a few. And you got this God-sent opportunity to you that you are able to ask me directly the answers to these questions. Is this how it developed? Thank you. This is genuine. Otherwise, I had begun to suspect that somebody has fed you with these questions because there is no one else to ask. So I'm glad that I have got rid of my suspicion by talking straight to you. You understand? You don't mind this. You don't mind my inquiry about this, do you? Es macht Sie nicht ärgerlich, dass Kalif diese Fragen gestellt hat an Sie. Nein, überhaupt nicht.
Okay, that's Kann right. verstehen, also kannst nachvollziehen. That's Yes, you can understand it, you can follow it. Yes, please. So, das war gerade ein kleiner Dialog. Now the grand question. Das, Oh, yes, please do. der Kalif hat gerade nur ein paar Fragen gestellt an den jungen Mann, woher er kommt. Er sagte aus Hannover, studiert aber in Rostock. Dann fragte der Kalif, wer ihn bekannt gemacht hat mit unserer Gemeinde. Und dann sagte er, es war ein Ahmadi aus Hannover namens Abdul Shakur. Und dann fragte der Kalif, ob die Fragen, die er nun gestellt hat, die er beweisen, dass er einiges Wissen über die Gemeinde hat, von ihm selbst stammen oder ob ihm jemand gesagt hat, er solle sie stellen. Und dann sagte der junge Mann, nein, er habe mit verschiedenen Leuten schon über diese Fragen diskutiert und habe nun die Gelegenheit wahrgenommen, sie dem Kalifen direkt zu stellen. Und der Kalif hat dann gesagt, vielen Dank, ich bin überzeugt, dass was Sie sagen richtig ist und ich bin froh, dass mein Verdacht nicht begründet ist, und hat gefragt, ob er irgendwie böse sei über die Fragen, war die Antwort nein. Now about the marriage, you should understand that marriage is not just for companionship, it also has a purpose. Families are raised, and those families have their influence on the future. Now if man and woman disagree in religion, the influence on the children is very bad. Poor children are put to the test of the trial of either siding with mother or with father. And most often they drift towards the person who is more lenient to them and gives them more opportunity to please themselves. It's human nature. If the boy is an Ahmadi and he is rather strict on morality, the mother is a Christian or a Jewish or whatever she is, she does not have to debate the issue with the father. Privately, she can tell her children, do whatever you please, your father is mad. You know, he is a person of old type. So the children, even without a debate in the house, would gradually drift away from religion. And that is what we have found almost in many families where both remain separate and both stuck to their own views. But in some families where Ahmadi girls are married to Ahmadi boys, because girls are more impressionable, they generally follow their husbands, at least they're sympathetic. So what we see is that they gradually read Ahmadi literature. And I strictly forbid Ahmadi boys to force the issue of religion upon their wives. They should be free to choose. Gradually, when they see the way of life of the husband, his loyalty to her, and the overall behavior of the Jamaat, very often they become Muslims. So the problem of the children is solved. But sometimes, in some cases, they remain adamant until a time when the children have grown old, they walk out of the religion of father as well as the religion of the mother, and they become non-committed and begin to sort of meander their way in the area of religion, or in the area of non-religion, in fact. They go astray in all serious things of life. They let their father and mother debate the issue between themselves, and they belong to neither. This is a very sad situation which we don't like to happen. Sometimes, very many times, in fact, a time comes when the mother says, all right, I can't live with you anymore. You follow your religion and I will follow mine. Or the husband says, I can't live with you anymore. Both are stupid in the sense that they should have seen it in the beginning. When things were developing different way, they should have taken a decision then. So I have seen many an Ahmadi marriage break because of this dilemma. So that is why we do not generally encourage such marriages.
But when people tell me heiraten, sondern dass es einen viel weitergehenderen Bereich kennt, nämlich das Entstehen einer Familie und das, was eine Familie bewirkt, nämlich dass Kinder da sind, die Zukunft beeinflusst. Nun ist es so, dass dann, wenn die Partner unterschiedliche religiöse Auffassungen haben, was die absolute Grundlage einer Gemeinschaft ist, dass dann durch den Streit, durch die Auseinandersetzung zwischen den beiden Partnern Kinder so von Religion abgestoßen sein können, dass sie letztlich vollkommen weggehen von Religion oder vollkommen in die Irre gehen. Oder es ist so, dass dann, wenn eine Frau nicht Ahmadi ist, dass dann die Kinder von ihr so beeinflusst werden, dass sie ihnen sagt, der Vater ist ja verrückt und so weiter und macht ihr, was ihr wollt. Was andererseits auch zeigt, dass die Kinder oftmals geneigt sind, dem Teil der Eltern zu folgen, der ihnen erlaubt, das zu tun, was sie gerne möchten. Und nicht dem, der streng ist und sagt, das und das sollt ihr tun. Von daher gesehen bewirken solche Mischehen oftmals, dass sie letztlich auseinanderbrechen, zumal dann, wenn die Eltern Streitigkeiten entstehen lassen zwischen sich über die Fragen der Religion und die Kinder nicht wissen, wohin sollen wir eigentlich gehen. Und wir haben in unserer Gemeinde, in der Geschichte der Gemeinde genug Fälle gesehen, wo solche schwierigen Situationen entstanden sind, sodass ich also weiß, wovon ich spreche, sagt der Kalif. Andererseits gibt es auch Fälle, wo der Ehemann, der Junge, eine Nicht-Ahmadi-Frau heiraten möchte, eine Christen oder eine Juden, irgendeine andere Frau, und dann sagt, das ist eine sehr liebenswürdige, sehr nette, sehr sympathische und mir zugeneigte Frau. In solchen Fällen ist es durchaus möglich, dass der Kalif dann dem zustimmt und sagt, dass sie heiraten sollen. Aber die Ergebnisse einer solchen Ehe können auch wiederum so sein, dass die Kinder dann, wenn sie Erwachsene werden und eben hin und her gerissen sind zwischen den beiden Grundauffassungen der Partner, letztlich so verschlungene Wege dann innerhalb oder außerhalb der Religion gehen, dass sie vollkommen in die Irre geführt werden und vollkommen verloren gehen. Kurzum, das sind also Gründe, weswegen solche Mischehen sehr mit Vorsicht zu genießen sind. There was a third question, how far there are connections between Ahmadis and other Muslims possible? the connections are going on. It's an onward process, and everywhere the Ahmadis are in contact with such Muslims as would permit the contacts. Also diese Verbindung, I'm sorry, I couldn't see you continue. You see, the Ahmadi and non-Ahmadi Muslim contact is a continuous process which is going on in the entire world. And they do come into contact except with those who do not want to come into contact with us. The rest will continue to contact. Also der Kontakt zwischen Ahmadis und Nicht-Ahmadi-Muslimen besteht und setzt sich fort in der gesamten Welt. Es gibt nur dort keine Kontakte, wo die Nicht-Ahmadi-Muslime mit uns keinen Kontakt haben wollen. Aber ansonsten ist ein ganz normaler Prozess, der fortgeführt wird. Now, there's one question about prayers. Basically, how far one is praying and at which times one is praying. And I don't know, maybe in this connection, the same person put a third question, why you are wearing turban. I don't know, this connection with the prayers. Die Frage war von einer Person, wie oft betet man am Tag zu Allah, zu welchen Zeiten betet man zu Allah und warum tragen sie einen Turban? You asked this question. Shall we first turn to the turban?
Sollen wir zuerst die Frage mit dem Turban beantworten? Yes. Why is this man wearing a cap? Why are you not wearing anything? Why over there somebody is wearing a white cap? Is there any genuine reason to ask why? Der Kalif sagt, warum trägt der Mann vor Ihnen eine Mütze, warum tragen Sie überhaupt nichts, warum trägt der Mann hier nebenan eine weiße Mütze? Gibt es irgendeinen Grund, warum das gefragt werden soll? Anybody can choose his headdress as he likes. You can wear anything. You can even make a cockerel, a cock's, feather over your head, if you like. Some people do. The point is, perhaps you could not frame your question well. Perhaps what you wanted to know was, has it a religious significance or not? Ask him, I think that might have been the question. Der Kalif sagt, es gibt so viele Gründe, irgendeine Kopfbedeckung zu tragen. Man kann einen Hahnenkamm tragen, das gibt es auch. Das liegt bei jedem, wie er es will. Aber der Kalif sagt, aber ich glaube, dass Sie vielleicht Ihre Frage nicht genau so gestellt haben, wie Sie es eigentlich gemeint haben, dass Sie womöglich in Wirklichkeit fragen wollten, ob diese Kopfbedeckung, der Turban, eine religiöse Bedeutung hat. Stimmt das so? Otherwise you don't walk in the street stopping anybody. Why are you wearing this? Mr. So-and-so, why are you wearing that? This is not your habit. You don't do it in streets. Yes. But you saw me wearing a turban and you thought that it has a religious significance. And that is a reasonable thing for you to ask. Kalif sagt, ist ja wahrscheinlich nicht Ihre Angewohnheit, dass Sie auf der Straße gehen und irgendjemanden mit einer speziellen Kopfbedeckung sehen, auf die Person zugehen und sagen, warum tragen Sie jetzt diese Kopfbedeckung? Sondern das ist vielmehr so, dass Sie eben denken, das hat eine religiöse Bedeutung, dass der Kalif diesen Turban trägt. I wear this turban because my predecessor in Ahmadiyyat, who was a caliph, he also wore this turban, similar turban. Then who preceded him also wore turban. Then he who preceded him also wore turban. So it has a sort of, it has become a sort of symbol of being the head of the community. But every turban you see in Ahmadis is not a symbol of being head of the community. So this should be understood. Everyone among Ahmadis who wears the turban is not the head of the community. The head of the community also wears a turban, and with him it has become a sort of symbol. Der Kalif sagt, ich trage diesen Turban, weil mein Vorgänger, der vor mir Kalif gewesen ist, einen ähnlichen Turban getragen hat und dessen Vorgänger einen Turban getragen hat, ähnlicher Art, und dessen Vorgänger auch. Sodass man sagen kann, das Tragen eines Turbans ist in unserer Gemeinde zu einem Symbol für den Kalifen geworden. Das heißt aber nicht, dass wenn irgendeiner in unserer Gemeinde außer mir einen Turban trägt, und es gibt viele, die einen Turban tragen, dass es dann bei diesen Leuten ein Zeichen des Kalifen geworden ist. Aber dann, wenn ich diesen Turban trage, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es traditionsgemäß einen Kalifen auszeichnet. When I go out for picnics and when I go out for walk, I do not wear this turban then, because there is no need for any symbol at that time. Wenn ich ausgehe zum Einkaufen oder zum Spazieren gehen, dann trage ich nicht diesen Turban, denn dann ist keine Notwendigkeit für ein solches Symbol da. Yes. Now the first question has been about prayers. This was the last question. Yes. His question before was how often you are praying daily to Allah and at which times? Yes, that's right. 5 times a day is a normal practice and essential also for all Muslims to pray. They pray 5 times a day. This is essential on every Muslim to do. But there are other prayers which they also perform, which are optional prayers. And among the optional prayers, there are many. I do not follow all the optional prayers because many fall at the time when I am very busy otherwise. For instance, after about an hour or two of sunrise, there is an optional prayer.
like you sometimes have a coffee break at that time. But this is not essential at all. If you are busy in your work, you do not have to do that. Then there is an optional prayer at night before the morning prayer. This is a prayer which is very much emphasized by the Holy Quran, and it is also emphasized by the regular practice of Hazrat Muhammad Rasulullah, the founder of Islam. That is called Tahajjud prayer. It is not a must. It is optional, but it is almost like a must, because anybody who wants to improve his quality of life should stand up alone at night before God, and during that period he can have introspective criticism of his own self. He can look inward and see what he really is. He prays to God quietly when nobody is watching him, and there is no question of any display of piety. So this is a highly recommended prayer, just short of being essential. It is still optional but highly recommended. So there are other possible optional prayers during the day. You can do them anytime you like, but 5 times is essential. Tahajjud, that is a night prayer, that is almost essential but not obligatory. The rest is up to you to do, to follow or not to follow. Der Kalif sagt, 5-mal täglich die Gebete zu verrichten, das ist essentiell, das ist wesentlich, das ist ein Muss für jeden Muslim. Und darüber hinaus gibt es aber auch freiwillige Gebete, beispielsweise etwa 2 Stunden nach Sonnenaufgang, so wie man dann eine Art Kaffeepause macht, so ist da auch ein Gebet möglich. Ich selbst, sagt der Kalif, habe nicht immer Zeit, dieses Gebet durchzuführen, weil es sehr beschäftigt mich mit vielerlei Arbeit. Es ist also ein freiwilliges Gebet und man muss nicht beten, wenn man also viel Arbeit hat, dann braucht man es nicht zu beten. Ein weiteres Gebet, was aber sehr wesentlich ist, es ist auch freiwillig, es ist kein Muss, ist das Gebet in der Nacht vor dem Morgengebet. Und dieses Gebet wird Tahajjud-Gebet genannt, und der Heilige Koran legt sehr viel Wert auf dieses Gebet und hält es für sehr, sehr wichtig. Und es ist deswegen sehr, sehr wichtig, wenn man in diesem Gebet ganz alleine vor Gott in der Nacht steht und dann eine Chance hat, eine Innenschau vorzunehmen und herauszufinden, wer man in Wirklichkeit ist. Und dieses Gebet ist so, dass man alleine es betet, und es ist eben nicht so, dass man dann irgendeine Form von Schau darstellen kann oder eine Art Frommelei oder Frommheit demonstrieren muss irgendwie oder demonstrieren könnte, denn man ist ganz allein bei diesem Gebet, und es ist die beste Art und Weise, eine Innenschau zu halten. Von daher gesehen lässt sich zusammenfassen, dass die 5 täglichen Gebete wichtig sind, essentiell sind, die müssen gebetet werden, und das Tahajjud-Gebet, das ist fast ein Muss, das ist nicht 100%ig ein Muss, aber es ist nah daran, dass es verbindlich wird. Ansonsten gibt es so viele Möglichkeiten zu beten, wie Sie am Tag eben sich denken können. This one? Das alles? Last question. The last question is a question of 4 points, but actually it's only one. It is, and you can, it is 3 questions by the same lady and 1 question by another person. I don't know, welche Rechte hat eine Frau im Islam? Wer hat diese Frage gestellt? She said this. It all deals about women in Islam, and the points are like this: what kind of rights a woman has in Islam, why Muslims must be veiled, have women functions, are they having jobs in state, in your government, and have the same, is there some kind of emancipation or equality of rights in Islam with women? I have answered these questions more than 100 times, and all that is recorded. So I would advise you to go through some of the cassettes where I have answered this question. And if you know any Ahmadi, you must have known some Ahmadi, because
they invited you. So you tell them to send you some of the cassettes where I've answered this question. For this meeting, I can repeat this much, that in Islam, the rights of women or men are exactly the same as the rights of men over women. The difference in teaching is only constitutional. The constitution of a woman differs from that of man. And if a religion does not take that into account, it would be a stupid religion. God has built women for certain purposes and men for certain purposes. Both have equal rights, but they work their right within the confines of bodily or constitutional limitations. Women are beautiful in the sense they attract men, they bear them children, and no equality of women can make men bear children and relieve women. So evidently, if there is a difference of constitution, then there has to be some difference of law applying to that constitution. Only that much I will say now, because as far as the details are concerned, all the various objections regarding this have been answered by me, and I'm glad to say that have been well accepted by the questioners before. If I may please say one thing, she is asking about if women are working in the state or in the government. She can. And any Muslim woman can work in any factory, any government organization, any higher organization or lower organization. They have to take care of their modesty, that's all. They can work anywhere. There is no law forbidding them to work as a government agent or a factory employee or anything. In schools, hospitals, they can work. This is their common right, this is their basic right. Der Khalid sagt, hat diese Fragen so oft schon beantwortet, über 100 Mal vielleicht. Und er rät Ihnen, wenn Sie wirklich in die Tiefe gehen möchten, dass Sie dann diese Kassetten sich anschauen, die aufgenommen worden sind von diesen Antworten, die er dann in aller Ausführlichkeit Ihnen geben kann. Und er bittet Sie, das zu tun, damit Sie wirklich entsprechend ausführlich alles erfahren können. Aber für heute möchte er sagen, dass grundsätzlich gesehen hat ein Mann genauso viel Recht über eine Frau wie eine Frau über einen Mann. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Es ist allerdings so, dass die Rechte der Frau entsprechend ihrer biologischen Art und Weise, entsprechend ihrer Konstitution auch abgefasst sein müssen. Es wäre vollkommen töricht und dumm, wenn irgendein Gesetz bestünde, das nicht Rücksicht nehme auf die biologische Beschaffenheit einer Frau. Eine Frau ist schön, eine Frau kann Kinder gebären, dem Mann. Das sind Dinge, die können nicht dadurch abgeschafft werden, dass man sagt, die Frau ist gleichberechtigt. Von daher gesehen muss es eben eine Rücksicht geben des Gesetzgebers auf die biologische Funktion, die eine Frau hat. Und das besagt nicht, dass sie ferngehalten werden kann von oder soll von irgendeiner Funktion im Staat. Sie kann im Staat, in der Regierung sämtliche Ämter einnehmen. Das ist laut Islam alles möglich. Sie kann in Krankenhäusern arbeiten, in Schulen und so weiter. Das alles ist erlaubt und es gibt keinen Grund, diese Rechte von ihr wegzunehmen. Let me emphasize once more, the women which work with men. Unfortunately, men want to play with their modesty and they try to divert their attention to themselves. It is men's fault, but women must take guard against that. Or the women which work in a mixed society, I tell them to be dressed modestly, not to invite wayward eyes, and to be strict with those who try to take advantage of their being women. That's the only condition we impose. Otherwise, they have every right to work for their living.
Ein wichtiger Punkt ist, dass Frauen, die in einer gemischten Gesellschaft sich bewegen, sich auf eine Art und Weise bewegen sollen, dass ihre Würde gewahrt bleibt und dass ihre Ehre gewahrt bleibt. Es ist leider so, dass dann, wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten, Männer meistens versuchen, die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich zu lenken und da die Frauen praktisch auszuspielen oder irgendwie sie gegen, also in bestimmte Richtungen zu lenken. Und das etwas, was das eben sehr schwierig macht, weswegen wir in unserer Gemeinde Ahmadi-Frauen, die arbeiten in der Gesellschaft, den Rat geben, sich auf jeden Fall so anzuziehen, dass sie nicht auf irgendeine Art und Weise die Blicke der Männer auf sich lenken und die Männer irgendwie sich aufgereizt fühlen, sodass also dann die Würde der Frau gewahrt bleibt und ein Miteinander ohne Reizcharakter, ohne Reizklima möglich ist. The last observation is that unfortunately most often it is men who are at fault and they bother women. At hospitals, doctors take advantage of nurses. In airlines, pilots take advantage of air hostesses. So poor women, they are being plagued by men, and Islam wants to protect them. That is the last observation I would like to make. Die letzte Bemerkung, die ich noch machen möchte, ist die, dass es leider so ist, dass meistens die Männer es sind, die Frauen ausnutzen. Zum Beispiel in den Krankenhäusern nutzen die Ärzte die Schwestern aus und in den Flugzeugen nutzen die Piloten die Stewardessen aus. Und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte, dass eben Männer es sind, die Frauen ausnutzen, weswegen eben die Herausforderung da ist, an die Frau sich nicht auch ausnutzen zu lassen, dadurch, dass sie sich eben entsprechend verhält. Thank you and call it a day. Vielen herzlichen Dank, damit möchten wir für heute schließen. Auf mit den Händen.